Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Den Limo One Rasenmäherroboter, den durfte ich letztes Jahr schon testen und jetzt seht ihr hinter mir den Limo One Plus. Die Weiterentwicklung, die dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Die Limo hat das Mähwerk komplett überarbeitet, hat einen stärkeren Motor eingebaut, hat die Klingen überarbeitet, die Software überarbeitet, also jede Menge neue Features. Dieser Mähroboter ist nicht für den kleinen Hausgarten, sondern er ist für das riesengroße Areal. Und wenn ihr wissen wollt, ob sich dieses Teil lohnt, ob die Weiterentwicklung ihr Geld wert sind, dann bleibt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Der Limo One Plus sticht sofort ins Auge. Nicht nur durch seinen auffälligen Raupenantrieb mit den 10 cm breiten Ketten, sondern auch durch sein schwimmgelagertes Mähwerk. Zwei richtige Klingen sorgen dafür, dass das Gras akkurat geschnitten wird. Und dieses Teil hat wirklich Power. 15 Ampere-Stunden hat der Akku an Kapazität und 35 Volt ist die Betriebsspannung, die dieses Gerät verarbeitet. 500 Wattstunden leistet der Akku. Das bedeutet, dass dieses Gerät bis zu 7000 Quadratmeter pro Tag mähen kann. Das ist gigantisch. Das Teil ist nicht für den kleinen Vorgarten gedacht, sondern für die große Fläche, wie ihr hier sehen könnt. Mein Testareal hat der Mähroboter nunmehr in einem halben Tag gemäht und ich möchte euch einfach zeigen, was dieses Teil kann, wie ihr es einrichtet, welches Zubehör ihr dazu bekommt und natürlich auch, was da noch zu erwarten ist. Werfen wir einen Blick auf das Zubehör. Was bekommt ihr geliefert? Na klar, ihr bekommt die Schnellstartanleitung in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt, um sofort mit dem Roboter loslegen zu können, ohne erst langwierig die Gebrauchsanweisung zu lesen. Denn die hat es in sich, dieses Handbuch hat doch etliche Seiten, braucht ihr nicht zwingend, denn in der App ist alles wunderbar erklärt. Im Umfang enthalten sind neben der Befestigung für die RTK auf dem Rasen mit dem Erdspieß auch eine Wandhalterung, und zwar diese hier. Das heißt, ihr könnt die RTK-Antenne auch irgendwo an der Wand befestigen und braucht diesen Erdstab nicht. Das finde ich sehr, sehr schön, denn andere Hersteller lassen sich dieses Gimmick teuer bezahlen. Die Antenne selber, die RTK-Antenne, gibt es natürlich auch mit dazu, wird entweder hier aufgeschraubt oder auf den Erdspieß aufgeschraubt, um die Satellitensignale aufzufangen. Wichtig bei der Installation: nach oben in den Himmel braucht diese Antenne eine freie Sicht, um von allen Bereichen die Satellitensignale sauber zu empfangen. Ihr bekommt ein kleines Netzkabel mit dazu, ein kleines Netzteil, denn diese Antenne muss auch nicht zwingend an der Ladestation angebracht werden. Ihr könnt sie direkt mit dem mitgelieferten Kabel direkt auf der Rückseite der Ladestation anschließen. Wenn ihr die Antenne aber ganz woanders aufbauen wollt, gibt es ein zusätzliches Netzteil, um die Antenne mit Strom zu versorgen. Dann könnt ihr die Antenne auch irgendwo vor dem Haus anbauen. Der Roboter fährt hinterm Haus. Solange die RTK-Antenne eine gute Sichtlinie zum Roboter hat, funktioniert das Ganze. Was gibt es noch? Ein zweites RTK-Kabel, ein Verlängerungskabel, die Erdanker, um die Ladestation im Boden zu befestigen. Natürlich auch noch Schrauben und Dübel, um die Verankerung in der Hauswand zu befestigen. Und was ich ja richtig klasse finde, ein richtig langes Kabel für die Stromversorgung der Ladestation. Denn die Ladestation, die hat es in sich. Der Roboter hat einen sehr, sehr großen Akku eingebaut und ihr bekommt im Lieferumfang ein 10 Ampere-Stunden Ladegerät dazu. Damit die Stromkabel dieser Belastung auch gewachsen sind, gibt es ein spezielles Verlängerungskabel mit dazu. Ihr könnt also das Netzteil ganz woanders installieren, insbesondere für einen wassersicheren, wasserdichten Anschluss sorgen und dann den Roboter, die Ladestation mit diesem Kabel eben verbinden. Die Verbindung an der Ladestation bzw. auch an diesen Kabeln sind alle IPX6 wasserdicht, genauso wie dieser Roboter. Ist also gar kein Problem, wenn das Teil im Regen draußen steht und nass wird. Natürlich ist es auch kein Problem, den Roboter mit Wasser zu reinigen. Ihr könnt, wenn ihr mögt, die Unterseite nach oben fahren, das Schneidewerk, und könnt diesen Bereich problemlos mit dem Gartenschlauch, mit dem Wasserschlauch ausspülen, um hier mal eine Reinigung reinzubekommen. Übrigens, 10 cm breit sind diese Raupen. Das bedeutet, dass das Gewicht sehr gut auf dem Boden verteilt wird, denn die 34 Kilogramm, die hinterlassen definitiv Abdrücke. Zumindest dann, wenn der Rasen nass ist, wenn er weich ist, werdet ihr das später sehen. Das ist kein Gerät für den schönen Zierrasen im Vorgarten, das ist ein Gerät für die Fläche.
Hier hinten an der Seite habe ich die Ladestation aufgebaut, wo sie keinen stört und wo sie nicht allzu viel Platz wegnimmt. Die Stromversorgung über das Verlängerungskabel einfach wasserfest mit dem Kabel der Ladestation verbunden und auch die RTK-Antenne habe ich hier direkt daneben angeschlossen und die Sicht nach oben ist weitestgehend frei. Den Roboter habe ich in die Station eingefahren, habe ihn aktiviert. Startpin ist 4x die 0. Das müsst ihr dann natürlich später an eine eigene Pin ändern. Damit ihr das machen könnt und auch loslegen könnt, müsst ihr das Teil natürlich erstmal mit der Lymo-App koppeln. Die entsprechenden Links für Android bzw. iOS, die packe ich euch in die Videobeschreibung hinein. Da könnt ihr dann direkt euch die App herunterladen. Und für die Installation in der App braucht ihr einfach nur auf das große Plus klicken, Bluetooth aktivieren und den Roboter mit der App koppeln. Die Ladestation ist installiert, der Roboter ist mit der Ladestation gekoppelt. Ich habe ihn in der App eingerichtet und als nächstes kommt die Kartierung. Für die Kartierung habe ich den Roboter über den Cursor in der App hier an den Beginn dieses Rasens, dieser Wiese gesteuert und werde nun diesen Rand entlang fahren, um das Grundstück zu kartieren. Der Roboter macht das nicht automatisch. Ihr müsst also ein einziges Mal mit dem Roboter zusammen die Grenzen ablaufen, abfahren, um eben die Karte herzustellen. Der Lymo One Plus richtet sich ganz klar an eine andere Zielgruppe als klassische Mähroboter. Während viele Geräte eher für kleinere, gepflegtere Gärten ausgelegt sind, wurde dieses System speziell für große Flächen und anspruchsvolles Gelände entwickelt. In meinem Fall sind das rund 4000 Quadratmeter Wiese, also deutlich mehr als der typische Hausgarten. Ein entscheidender Unterschied zum Vorgänger liegt im komplett überarbeiteten Schneidsystem. Der Lymo One Plus arbeitet jetzt mit dem sogenannten Leica 2.0 System. Dabei kommen zwei große Rotationsmesser aus SK5 Stahl zum Einsatz, die mit etwa 6000 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Mit einer Schnittbreite von rund 40 cm ist das deutlich mehr als bei klassischen Mährobotern. Im Gegensatz zu typischen Robotern mit kleinen Rasierklingen geht Lymo hier einen anderen Weg. Das Ziel ist nicht nur das Kürzen des Rasens, sondern ein aktiver Schnitt, ähnlich wie bei einem klassischen Rasenmäher. Unterstützt wird das Ganze durch den sogenannten Cyclone Airflow-Effekt. Dabei wird das Gras vor dem Schnitt aufgerichtet, was für ein sauberes Schnittbild und eine bessere Mulchverteilung sorgt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das neue Floating Cutting Deck. Das Schneidsystem ist beweglich gelagert und passt sich dem Untergrund an. Gerade auf unebenem Gelände sorgt das für ein deutlich gleichmäßigeres Ergebnis. Auch beim Antrieb setzt Lymo weiterhin auf das Raupenkonzept. Damit sind laut Hersteller Steigerungen von bis zu 45 Grad, also 100% möglich. Auch bei der Navigation kombiniert der Lymo One Plus mehrere Technologien. Für die Grundpositionierung nutzt der Roboter eine RTK-Satellitennavigation, die eine zentimetergenaue Ortung ermöglicht und damit die Basis für das präzise Mähen ohne Begrenzungskabel bildet. Zusätzlich kommt ein kamerabasiertes System zum Einsatz, das sogenannte V-Slam, bei dem der Roboter seine Umgebung visuell erfasst und sich auch dann orientieren kann, wenn das Satellitensignal zum Beispiel durch Bäume oder Gebäude eingeschränkt ist. Ergänzt wird das Ganze durch eine binokulare AI-Kamera, die mit Tiefenerkennung arbeitet und Hindernisse wie Spielzeug, Äste oder Gartengeräte zuverlässig erkennt und umfahren kann. Für die Abstandsmessung nutzt der Roboter außerdem mehrere Ultraschallsensoren, die kontinuierlich den Bereich vor dem Gerät überwachen und Hindernisse frühzeitig erkennen, auch wenn diese niedrig oder schwer sichtbar sind. Ein integrierter Liftsensor sorgt dafür, dass das Schneidsystem sofort stoppt, sobald der Roboter angehoben wird, während ein Regensensor erkennt, wenn es zu regnen beginnt und den Mähvorgang automatisch unterbricht. Durch die Kombination dieser Systeme entsteht eine sehr stabile Navigation, auch unter schwierigen Bedingungen wie unter Bäumen, in der Nähe von Gebäuden oder auf unregelmäßig geschnittenen Flächen. Die gesamte Steuerung erfolgt über die App. Hier lassen sich Zonen definieren, Mähzeiten einstellen und die Fläche verwalten. Im Vergleich zum ursprünglichen Lymo One zeigt sich vor allem eins: Der Fokus liegt jetzt deutlich stärker auf Leistung und realen Mähen. Der Motor ist laut Hersteller 2,6 mal stärker und das gesamte Schneidsystem wurde konsequent auf höhere Belastung ausgelegt. Mit einer Laufzeit von bis zu 3 Stunden pro Ladung und einer möglichen Tagesleistung von bis zu 7000 Quadratmetern spielt der Lymo One ganz klar in einer anderen Liga. Er ist kein klassischer Mähroboter, sondern eher ein automatisierter Großflächenmäher.
Seit gut einer Woche mäht der Limo One Plus diese Rasenfläche und das macht er vollständig autonom, vollständig autark. Ich muss nicht dabei sein. Über die eingebauten Kameras vorne kann ich jederzeit schauen, wo mäht er gerade. Gibt es gegebenenfalls ein Hindernis, zum Beispiel ein Igel, den der Roboter auf keinen Fall überfahren soll. Ich werde übrigens mal testen, wie gut die Hinderniserkennung tatsächlich funktioniert, indem ich diesen kleinen Igel hier platziere und euch zeige, ob die Hinderniserkennung souverän arbeitet. Perfekt, so soll es sein. Der Mähroboter soll das Gras mähen und nicht die Tiere, die hier leben. 100 Punkte von mir. Gebt mir doch gerne an dieser Stelle schon mal ein Feedback zum Limo One Plus. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video, was haltet ihr von diesem Gerät, was haltet ihr von der Ausstattung. Mich interessiert darüber hinaus auch, was ist für euch wichtig an einem Mähroboter? Ist es die Fläche, die er mähen kann, von der Größe her? Ist es das Gefälle? Ist es der saubere Schnitt? Was ist für euch wichtig? Ich habe dazu mal ein Quiz erstellt und unter dem Video platziert. Klickt da gerne mal an, was für euch wichtig ist. Und wenn ihr mehr zum Gerät wissen wollt, dann schaut auch gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr weitere Informationen, technische Spezifikationen zum Gerät und natürlich auch die Produktlinks inklusive der verfügbaren Rabattcodes, die ich euch weitergeben darf. Das Leica 2.0 Schneidesystem ist eine komplette Überarbeitung des Vorgängersystems. Das Mähwerk hat eine Breite von 40 cm, die es schneiden kann, und insgesamt 2 Rotationsmesser, die das Gras akkurat schneiden. Mit einem langen Pressen auf das Plus-Symbol hier im Menü kann ich das Mähdeck anheben und euch mal im Detail zeigen, wie es funktioniert. 2,6-fach ist die Leistung gegenüber dem Vorgängermodell erhöht worden. Das merkt man natürlich auch gerade bei zähen und starren Gras. Das Ding macht wirklich einfach alles platt. Und ihr seht jetzt hier die beiden Messer, und die Besonderheit gegenüber dem Vorgängermodell ist unter anderem auch, dass es kein Rechts und Links mehr gibt, sondern beide Messer in die gleiche Richtung drehen. Durch die Gummilippen hier oben, durch den Diffusor, wird ein Unterdruck erzeugt, der das Gras anhebt, schneidet und anschließend über diesen Bereich hier oben wegbläst, um dann hier in den Bereich nach außen seitlich ausgeblasen zu werden. Beim Vorgängermodell gab es noch einen Auswurf links, einen Auswurf rechts, jetzt gibt es nur noch einen Auswurf. Wichtig ist, in meinem Test habe ich es schon gemerkt, wenn das Gras nass ist, bleibt es natürlich hier auch zum großen Teil dran kleben, und auch wenn der gesamte Bereich größtenteils verstopft ist, der Mäher macht trotzdem weiter, denn diese beiden Motoren, die haben richtig Bums. Das Mähwerk des Roboters kann komplett frei schwimmend verwendet werden oder gestützt durch diese Räder an der Seite. Je nachdem, wie euer Untergrund ist, könnt ihr das individuell in der App einstellen. Dort könnt ihr übrigens auch einstellen, in welcher Höhe der Roboter schneiden soll. Zwischen 30 und 100 mm ist hier möglich. Eine weitere Besonderheit gegenüber dem Vorgängermodell ist die automatische Reinigung des Kettenbereichs. Hier an der Seite hat sich im Vorgängermodell immer gerne die Maat gesammelt, hat das Ganze verstopft. Das Seitenteil ist abnehmbar und ihr habt jetzt hier unten eine Bürste eingebaut, die dafür sorgt, dass die Maat automatisch herausgekehrt wird. Finde ich eine tolle Idee. Limo hört auf seine Kunden und setzt das um, was gewünscht wird. Ich werde den Roboter nun weiter mähen lassen. Über die App ist das gar kein Problem. Einfach auf Resume und er legt wieder los. Attention. Lawnmower starting now. Standardmäßig läuft der Mäher mit 0,6 Metern pro Sekunde. Ich kann also mehr oder weniger gemütlich nebenher laufen. Die Geschwindigkeit kann ich aber individuell anpassen, genauso wie die Rotationsgeschwindigkeit der beiden Drehmesser. Das werde ich jetzt tun, indem ich zunächst den Roboter kurz pausiere, in die Einstellungen wechsle, die Geschwindigkeit auf 1 Meter pro Sekunde erhöhe und auch die Geschwindigkeit der beiden Rotationsmesser auf das Maximum erhöhe. Nachdem ich das Ganze gespeichert habe, legt der Roboter sofort los und ihr hört es. Das Teil ist deutlich lauter geworden und vor allen Dingen ist er auch viel schneller. 1 Meter pro Sekunde bedeutet, ich muss hier schon zügig nebenher laufen, und bei diesem Tempo ist es nicht verwunderlich, dass der Roboter 7000 Quadratmeter am Tag schafft.
Während der Limo One Plus hier noch seine Runden dreht, möchte ich euch mein Fazit zum Mähroboter geben. Ich durfte letztes Jahr schon den Limo One testen, habe daher den direkten Vergleich zwischen dem Limo One Plus und dem Vorjahresmodell. Besitzt ihr bereits das Vorjahresmodell, dann muss ich euch sagen, ein Upgrade, also extra diesen nachkaufen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Das Vorgängermodell war schon sehr robust, war schon sehr gut gewesen und so dolle sind die Neuerungen auch nicht. Wer aber einen Mähroboter sucht, der für die großen Flächen gemacht ist, 7000 Quadratmeter am Tag, wer einen Mähroboter sucht, der 100% Steigung schafft, wer einen Mähroboter sucht, der kein Problem mit Tiererkennung, Hinderniserkennung, vollständig autarken Mähen hat, dann solltet ihr euch den Limo One Plus definitiv mal genauer anschauen. Denn das Gerät hat nicht nur Power, es ist auch sensibel, was seine Umgebung angeht. Der hat mich auf jeden Fall überzeugt. Eine einzige Neuerung, muss ich sagen, die hat mich nicht ganz so überzeugt. Das ist der seitliche Auswurf, der nun noch auf einer Seite verfügbar ist. Das Vorgängermodell hatte ja den Auswurf auf beiden Seiten. Dort ist das Mähdeck nicht so schnell bei feuchtem Gras verstopft, wie es nun beim Limo One Plus ist. Allerdings hat das natürlich auch technische Ursachen, technische Hintergründe, denn durch diesen Airflow, der das Gras anheben soll, muss dieser Unterdruck produziert werden und die Klingen, dieses neue Design, erfordern eben nur einen einzigen Auswurf an der Seite. Wie ist eure Meinung zu? Schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar unter das Video. Schreibt mir, was ihr vom Limo One Plus haltet. Denkt ihr, das Upgrade lohnt sich gegenüber dem Vorgängermodell? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr überhaupt Bedarf für so ein riesengroßes Monstrum, für diese Flächen hier mit 35 Kilo knapp, die das Gerät ja auf die Waage bringt? Ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback, eure Meinung. Schaut euch auch mal das Quiz unter dem Video an. Und wenn euch das Teil interessiert, dann gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Dort platziere ich euch die passenden Links, wo ihr das Teil kaufen könnt. Ihr kriegt dort auch meine Rabattcodes, die ich euch weitergeben darf. Ich danke vielmals für eure Unterstützung. Freue mich schon aufs nächste Video bis dahin, macht's gut. Ciao.